Und damit mal wieder einen wunderschönen guten Tag. So, ja, wir machen heute weiter mit Expeditions Rome. Ich hatte gestern ein bisschen was zu tun, deshalb kam gestern nichts, aber dafür kommt heute was. Ich habe es auch schon geschafft, die ganzen YouTube-Geschichten fertig zu machen, sodass die ersten 5, lass mich nicht lügen, ich meine das sind 5 VODs, dass die ersten 5, genau, VODs schon auf YouTube sind, sodass man die nachholen kann, wenn man was verpasst hat. Und das passiert dann mit dem heutigen auch wieder. Ich denke mal, morgen wird es dann soweit sein, dass das dann auf YouTube landet, wie gewünscht. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt dann wieder ins Spiel rein. Und gucken mal, was wir denn so in Rom machen können, weil wir sind ja jetzt in Rom angekommen. Und können jetzt in Rom weitermachen. So, das Spiel lädt und ist nicht zu sehen, wie immer. Spiel. Jetzt. Ja, gerade wollte das noch nicht. So. Zack, zack, zack. Und dann, volle Lautstärke auf den Kopfhörern. Nicht gut. Dann können wir direkt reinstarten. Fast 24 Stunden schon. Alter Schwede. Ja, und wir sind nicht wirklich weit. Wir haben quasi das erste Gebiet jetzt durch und sind jetzt in Rom. Ich glaube, ich habe jetzt schon 3-mal gesagt, dass wir in Rom sind, aber wir sind in Rom. Und sind gerade auf der Party für uns. So, da ist die Quest. Ich würde aber vorschlagen, wir quatschen erstmal mit den anderen. Alles irgendwelche Markusse. Gucken wir mal, genau. Da ist die Quest. Wir können Fertigkeiten. Wer hat denn. Oh. Sehen alle so schick aus. Richtig in Tracht, in festliche Kleidung, genau, festlichen Trachten, so rum. So. Was skillen wir denn hier jetzt als nächstes? Plus 10 auf alle Widerstände. Das ist, denke ich mal, gar nichts mal so schlecht. Sollte ich bei dem anderen auch machen. Dann ist eure Begabung für die Hellsicht wohl ungeschlagen. Salve, ich kann wieder gehen, wenn das ein privates Gespräch ist. Machen wir das erste. Somewhere else, will you? Excuse my brother's ill mood, Legate. This new Carthaginian wine doesn't agree with him, if you know what I mean. Ja, ich verstehe. I am Lucius Aurelius Cotta. This is our sister, Aurelia. We're glad to make your acquaintance. We were just talking about you anyway. Of course we were. Ich hoffe doch nur Gutes. Sie scheinen auf einen Streit aus zu sein, Markus. Habe ich etwas getan, um euch wütend zu machen? Was ist eine Zeit mit dem Wetter ein bisschen trübe, nicht wahr? Nehmen wir das zweite. Lucius! Oh, please, let him talk, Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotta. Oh, Mann. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Um ehrlich zu sein, glaube ich... glaube ich, dass nichts davon eure Schuld war. Es war mir eine Ehre, euer Leben zu retten. Ich habe einfach getan, was ich tun sollte. Ich bin froh, dass euch das Überleben gesichert ist. Ihr sollt dankbar sein. Eure Unfähigkeit hat uns beinahe alles gekostet. Nee, wir gehen zum ersten.
Ich hoffe doch nur We were Gutes. discussing how you saved my brother's life and became the hero of the Asia campaign. Oh, so. Dafür kann ich nicht allen Ruhm alleine beanspruchen. Licinius Lucullus war mein Mentor und Anführer. Ich war nur zur rechten Zeit am rechten Ort. Jeder kennt den Wert eines großen Anführers wie Marcus Aurelius Cotta. Es wäre ein Verbrechen gewesen, ihn nicht zu retten. Nehmen wir das erste. You can take full credit for letting my son die? Or was he simply at the wrong place at the wrong time? Letzteres fürchte ich. Im Krieg ist das Unglück ein steter Begleiter. Manche Dinge kann man einfach nicht kontrollieren. Huch. Ich übernehme die volle Verantwortung für alle meine Taten. Wenn ich irgendwie für den Tod eures Sohnes gesorgt habe, dann war es das für das höhere Wohl. Oh, nicht gut. Vergebt mir meine Dummheit, ihr seid Gaius Mutter, nicht wahr? Ich habe ihm beim etwas geholfen, sein Tod schmerzt mich sehr, aber ich konnte ihn nicht verhindern. Ich nehme an, euer Sohn war Gaius. Er war ein nahvoller, hohler Traumvorstellung. Man muss um ihm hier und jetzt leben, um überleben zu können, meine Güte. Wir nehmen das ein bisschen mit Gefühl. They told me you had become close despite how briefly you knew each other. Nehmen wir das erste. Ich habe dies nach dem Tod eures Sohnes nach Rom zurückgebracht. Es ist die Klinge seines Schwertes. Oh, it's broken. This sword was my father's. It was called Crocaire Morse. You were friends with him, weren't you? However briefly. Why don't you keep it? I think I still have the old schematics for it. Dann I'll haben, have a servant bring them to your villa tomorrow. dann haben wir die Anleitung auch schon mal. Was ist letzte Zeit mit dem Wetter? Ein bisschen trübe, nicht wahr? Ich mag kein Smalltalk. Ich mag kein Smalltalk, definitiv nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Magnus not coming tonight? He's in Hispania, I believe. Shit. That young man there. I think that's him. Ja, das ist er. It's good to see you again. Have some wine. Ihr seht gut aus, Thermos. Habt ihr euch gut erholt? My leg still hurts every now and then. All this rain isn't helping. That is nothing compared to what could have been. So, ich werde Have my eternal gratitude. euch beim Wort nehmen. Eure Dankbarkeit ist unnötig. Ich habe einfach nur meine Pflicht getan. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, um einen kommandierenden Offizier zu retten. Ich kann auch sehr viel von euch lernen. Nehmen wir das. Much appreciated. But I am eager to return to my propraetorship in Asia. With any luck, Rome will never have need of me again. So, was denkt ihr über meine baldige Anhörung vor dem Senat? It is pretty much out of my hands. I'd follow your Patronus' lead. Lucullus is a smart man who usually has a few backup plans. Even without solid evidence, he will be able to put you into an advantageous position. Nevertheless, I would advise caution. Vitellius Scaevola, and especially his brother Lurco, are ruthless and cunning. Expect the unexpected. Mhm. Kennt ihr all diese Leute? Only those who matter. Be careful around Cotta. He's still reeling somewhat from the damage that was done to his pride. Und dann trägt niemand die Schuld außer ihm selbst. Sein Stolz, wir haben sein Leben gerettet. Wir nehmen das erste. He probably understands it well. It's just that your presence here is a constant reminder of his failure. Ja, wir können auch gehen. So, Marcus Tullius Cicero. Oder Cicero. Wie man das auch aussprechen mag. Salve. I've heard a lot about you. I am Marcus Tullius Cicero. Cicero. Ich habe jedenfalls ein wenig über euch gehört. Is that so? Few people beyond the political circles would know of me. My reputation depends largely on who's talking. Gilt das nicht für jeden? Die Taten meine stehen für sich, es ist egal, was jemand anderes darüber sagt. Ja. Yet our reputations are built on how others speak of our actions, not on the actions themselves. True. True. Was macht ihr so vom Beruf? I'm an advocate. I defend those who others seek to incriminate. But I'm sure a career soldier such as you would find the topic rather boring. Im Gegenteil, ich bin fasziniert von der Rechtsprechung. Krieg ist für mich keine Karriere, im Gegenteil, es war eine Position, in der ich gegen meinen Willen getrieben wurde. Nur zu wahr, ich ziehe Taten vor Worte, ich glaube, dass Gesetze und Regeln unsere Freiheit beschränken. Wir sind fasziniert. Indeed. I suppose that makes sense, especially considering the predicament you're in. Sind das alle Freunde von Lucullus? That depends what you mean by friend.
Your Meine Güte. Patronus, Lucullus, is a consul. Many people would claim to be his friend. There's a difference between knowing someone and merely knowing someone's name, though. Are we friends? Nun, wenigstens kenne ich euren Namen. Das wäre ich gerne. Wir scheinen uns gut zu verstehen, also würde ich sagen, ja. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir jemals Freunde sein werden. Nun, wenigstens kenne ich euren Namen. Ja. True, my friend. You know my name. Vale, Kikaro. So, und dann reden wir mal mit Marcus Porcius Cato. That is absolutely unnecessary. I'd spend it all on farmlands. People need their food. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? What Nein, do nicht ganz you wach. think about it, Legato? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich scheine hier in einen Hinterhalt gelaufen zu sein. Meine Kundschafter haben ordentlich sich versagt. Zieht mich da nicht mit rein, was auch immer das hier sein soll. Spoils of war, unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? A simple question. Achso, auf keinen Fall unmoralisches Verhalten bringt nur weiteren Vorfall von Moral mit sich. Die verwendeten Materialien beeinflussen das Ergebnis. Natürlich, der Zweck heiligt die Mittel. Es ist egal, ob ihr moralisch überlegen seid, wenn ihr am Verhungern seid. True. Das hängt von der Situation ab. Wenn das Volk hungert, sicher, aber wir sollten auch die Person bestrafen, die ein Verbrechen begangen hat. Ja, doch. A fairly strong answer, I'd say. No matter how much you try to legislate, the situation at hand will defy your expectations. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. Unfortunately, things have developed differently, my friend. I've decided to represent Tiberius Vitellius Scaevola instead. Was? Warum? Das ist interessant. Warum seid ihr dann hier? Sind wir nicht eure Feinde? Wer wird dann mein Anwalt sein? Ja. Enemies? Most certainly not. I am an advocate. I just represent my client in a specific matter. Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Vitellius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters. I seek to represent them to the best of my ability, so justice can be served. So. Es ist unmoralisch, jemanden zu verteidigen, wenn man weiß, dass er schuldig ist. Ja, wenn das System, vom System so verlangt wird, dann macht es für Sinn. Seid ihr hier, um uns auszuspionieren? Direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ich nehme das obere. Ich finde das unmoralisch. It would make you as guilty as they are. Rubbish. As long as your defense itself is conducted by legal means, we must trust the system to produce the right outcome. Legate, what guidelines did you follow when you had to decide the fate of that Triarchus? Why did you let him live? Fernab der Küste auf dem Mittelmeer den Captain zu töten, erschien mir nicht gerade weise. Es gab keine Beweise, um seine Schuld zu belegen. Ich werde einen Mann nicht nur aufgrund eines Verdachts töten. Ja. Our feelings often point towards the moral path. I wonder, exactly how utilitarian are you in your thinking? I heard you had the opportunity to bribe a hired guard protecting a spy. Stop interrogating the man, Carter. Not everyone must adhere to your high standards. Ich möchte die Details meines Vorgehens nur ungern diskutieren, sofern vom Schlachtfeld den Blick zurückzuwerfen, ist viel zu einfach. Very well, gentlemen. Ja. I shall take this as my cue to leave. I bid you a good day. Wale, Cicero. See you tomorrow. One final question, before I retire as well. You and your questions, Cato. I believe if you wanted, you could enter the Pomerium fully armed. Why didn't you? Diese Regel ist so alt wie Rom selbst. Sie zu brechen würde einen großen Mangel an Respekt vor unserer Gesellschaft zeigen. Ich brauche keine Waffen, um mich selbst zu verteidigen. Nö, nehmen wir das zweite. Weil es mir so gesagt wurde, ja, schwierig. Indeed. In betraying Rome, you would betray yourself. This has been an interesting conversation, gentlemen. I thank you for it. But now, with your permission, I shall leave. Welate. Wale, Cato. Alle. So. Jetzt wundere ich mich allerdings.
Okay. Es geht, glaube ich. We don't have enough evidence to condemn Vitellius Scaeola yet. But I shall try tomorrow at the Senate. Hopefully I can secure Cato's help. You should go to your villa. Be careful, son. Scaeola's thugs are still guarding it. Keine Sorge, ich werde Waffen brauchen, keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. By Jupiter, don't get yourself killed. Hire some people. Just be careful. Mhm. Wir sind sehr vorsichtig, auf jeden Fall. Wir können jetzt nur mit Synoros reden. Und das machen wir, denke ich mal, auch direkt. Weil wir haben ja so nichts mehr hier, was wir machen könnten. You look tired. Shall we leave? Allerdings, ich bin erschöpft. Gehen wir. So, did you enjoy yourself? Auf jeden Fall, ich hätte Spaß. So könnte man es nennen. Ich bin mir da etwas unsicher. Ich habe jede Sekunde gehasst, bevor zu gehen. So könnte man es nennen. Ich bin mir da etwas unsicher. That is what life is. Ja. Holt euch eure Villa von Scaevolas Lektoren zurück. Let's go. Hoffentlich finden wir dann ein paar Leute von uns vor der Tür, die wir anheuern können. Ansonsten sehe ich da so ein bisschen schwarz. Villa Herminia. Let's go. Bin mal gespannt, was jetzt so quasi in der Stadt passiert, weil da können wir jetzt nicht keinen Krieg führen. Also haben wir nicht solche... Oh, jetzt geht's los. Wir sind zu dritt. Aber wir haben eine schöne Villa. Oha, ist die groß. Okay, okay. Gucken wir einmal, ob wir hier irgendwo was looten können. Sieht aber nicht so aus. Ne. Gut, dann gehen wir voran. They look heavily armed, Domine. What if they respond poorly to our demands? Ich schätze, wir werden improvisieren müssen. I hope you'll forgive me if that does not inspire confidence. Verstehe ich voll und ganz. Just where do you think you're going? Nach Hause. Marcellus, Scaevolas Mann aus der Gladiatorenschule in Trazia, richtig. Ich gehe einfach rein. Auf Wunsch des Konsul Licinus Lucullus befehle ich euch zur Seite zu treten und mir das Anwesen zu überlassen. Nach Hause. Ich stehe direkt davor. Oh, jetzt gibt's Stress. I expect him to be merciful and just, as he always is. For your sake. You answer to him now, Lictores. Senator Cato! Ja. By order of the Senate, the property rights of this legatus are approved. From this point forward, as part of Familius, he alone can exercise the rights of Usus, Fructus, and Abusus. But nothing. That is if you want to see tomorrow. As you command. Not me, as he commands. My apologies, Domine. Das war unerwartet. Danke, Cato, das werde ich euch nicht vergessen. Entschuldigung angenommen und geht sicher, dass es so etwas nie wieder passiert. Geht mir sofort aus den Augen oder ich erwäge euch mit meinen bloßen Händen. Das dritte. Weil, ganz ehrlich, die waren frech auf unserem Grundstück. Jetzt werden wir frech sein auf unserem Grundstück. At once. Welcome home, Wale. Until next time. Dankeschön, Cato. Dankeschön. Ey, wir können auch mal eine große Fresse haben. Are you eating well? Has he been eating well? Oh Gott. He has, Domina. Mutter, bitte. Ich hab dich so vermisst. Ja, komm. Do tell your mother how much you missed her. So, fast so sehr, wie ich meinen Vater vermisse. Ein bisschen sehr. I miss him too. If only he were here to see you like this. Tell me about the war. I heard some of your friends died there. Killed by pirates. How did you survive? Habe ich nicht. Das ist nur mein Geist, der aus der Unterwelt zu dir spricht. Es war ein Krieg, Mutter. Menschen sterben jeden Tag. Durch Begabung und Glück. Ich bin froh, noch im Leben zu sein. Ich glaube, das ist eher so ein Witz. Ja, komm. You can't guess how glad I am. But did you like the life in the Legion? Do you want to be a career soldier?
Ich habe es geliebt. Das war die freiste und aufregendste Zeit, die ich je hatte. Als Mittel zum Zweck war es in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass ich wieder Legatus sein werde. Ich werde sicher nicht wieder auf einen Feldzug gehen. Nee, wir lügen nicht. Ich mag den politischen Anteil daran. Das Töten allerdings liegt mir nicht. Stellt euch mal vor, wir nehmen das jetzt und dann so, ja, Spiel ist zu Ende. Das wäre auch irgendwie lustig. Fresse oder Frick, ja. I was afraid you'd hate it like your father did. But it seems you're more of a warrior than he was. Domina, with all due respect, I guess the Legatus has his own question. Wie, Am I wrong? wie haben die Scavelos Leute behandelt? Glaubst du wirklich, dass sie mich getötet hätten? Wo ist Liviana? Sollte sie nicht auch hier sein? Wir haben die Scavelos Leute... Wir haben Oh, they were polite, mostly. Except for the fact they wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. Lesen kann ich ja auch nicht mehr. Glaubst du wirklich, dass sie mich getötet hätten? I do. And the Coolers agreed. It was a sinister plan to take over our family. But now you're here, and everything will be fine. Perfekt. Wo ist Liviana? Jetzt sollte sie nicht auch hier sein. I haven't seen your sister in months. Scaevola doesn't let her out of his summer villa. She's pretty much imprisoned there. Da müssen wir die retten. Ich bin einfach froh, meine Mutter gesund und lebendig wiederzusehen. It's good to have you home, and for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Nett. Let me know when you're ready to get to work. Dankeschön. Oh Gott, okay, wir haben jetzt ganz viele. So, einmal das, redet mit eurer Mutter. Bisher muss ich beim Senat mit Synorus treffen, um seine Ausbildung anzufangen. Trefft euch mit Kaese im Weinhaus in der Nähe des Marktes. Kalida muss sich im Campus Matthias mit Bestia treffen. Wir gehen einfach mal von oben nach unten. Wer ist hier? Daenerys. Und hier ist nichts außer ein paar Sitzmöglichkeiten. Okay, was seht ihr? Hier sind wir. Hier ist auch nur noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Hier auch, so wie es aussieht. Ja. Okay, dann können wir theoretisch... Ich würde gerne mal mit Synorus reden erstmal. Your mother has started catching me up on how the vineyards have been going since we left. The harvest was better than expected. That is good news, of course, but it also means we have a problem. One of our grapes produced a particularly good wine. It's an opulent vintage with a smooth finish. Quite frankly, Domine, it is one of the best wines I have ever tasted. Warum seid ihr so überrascht? Sind unsere Weine so vom Glück abhängig? Das meint ihr doch nicht so. Oh, but I do. And you know I've tasted a lot of excellent wines throughout my life. This wine ranks among the best of the best. Nice. It means the wine has a rich and smooth taste. An opulent wine is a bold wine. Ich verstehe. Do not worry. Wine terminology can be weird and obscure. You will get used to it in time. Warum seid ihr so überrascht? Sind unsere Worte so vom Glück abhängig? Winemaking is not an exact science. We do follow recipes, but we are subject to the whims of Dionysus. Every now and then he favors you, and you may produce a wine of this caliber. Das klingt doch alles nach guten Nachrichten. Wo ist der Haken? The question is what we shall do with this wine. It's certainly worth more than what we normally sell for. It's the best kind of problem to have. It might be a good idea to visit some of the merchants in the market. Ja, ich werde heute vielleicht ohnehin dort vorbeischauen. Ich kann mit den Winzern reden, wenn ich schon da bin. Before you leave, there's a small thing we have to decide. A good wine deserves a good name. What should we name this one? Vielleicht war etwas Humorvolles, wie wäre es mit Kater schlechter? Mit der was Weisheit, dunkle Rose. Dunkelste Rose klingt so geil. Darkest rose. Romantic and dangerous. Very well. That being settled, you should go and talk to the wine merchants. So.
Wir reden nochmal mit dem. I had no doubts. You've made everyone proud, and this victory is cause for celebration. I shall cook today. Our legal system has its own intricacies, which no one but people like Kikaro understand. I'm sure the powers that be work their magic. Was soll ich jetzt tun? Ich habe in letzter Zeit viel über die Vitelli nachgedacht. Was sollte ich jetzt tun? I don't know, it's your house. Sit back and relax and let your Sir-We handle things. Do bear in mind that managing an estate is no simple task, though. Now that your father is no longer with us, you will have to find a way to generate income. I think we should focus on the wine business. There used to be a lot of money in your vineyards. Ich habe in letzter Zeit viel über die Vitelli nachgedacht. They have been silent for a long time now. Silence can be scary. Verbrecher versuchen in der Regel die auszuschalten, die sie bloßstellen wollen. This time we will be prepared. Our current position is quite secure politically. Any foe should think twice before attacking us in our seat of power. I believe we're quite safe in Rome. Wale. Gut. Da haben wir jetzt noch eine Quest bekommen. Weingüter. Dann werden wir jetzt einmal mit Daenerys reden. Und wir gucken mal. Ja, wir sind jetzt alle Level 8. Nach den Fähigkeiten. So, ihn können wir auch nochmal. Haben wir ja soweit schon durchgebufft. Nochmal Widerstände. Bam. Bei ihm gucken wir einmischen, wenn der Gegner in eure Reichweite, genau. Vergiftet auslösen. Und Gegner in eure Reichweite eine Verbündeten angreift, erhaltet ihr einen Gelegenheitsangriff gegen diesen Gegnern. Das ist geil. Und da der sowieso meistens in der Nähe steht. So, was machen wir denn jetzt? Nee, ich möchte nicht, dass unsere Widerstände auf nur reduziert sind. Moral. Ja, doch. Wir sind der Anführer. Wir können Moral nehmen. So, bei ihm war ich die ganze Zeit schon im Struggeln, was wir da jetzt als nächstes nehmen. Ich glaube, dieser Treffer ist ganz nice. Der macht ja sowieso schon übelst Damage. So, bei ihr Streifschuss, die nächste Attacke des Charakters im Fernkampf fügt Hiebschaden zu. Mächtiger Tritt verdoppelt den verursachten Schaden. Ja, doch. Das steigert unsere Chance, dass wir ihm... Haben wir hier? Ja, unsere ganzen Ausrüstungen, ne? Da. Können wir jetzt lesen. So. Und zu Daenerys. Nee, gerade nicht. Ah, krass. Das ist schon heftig. Schon heftig, wie groß die Villen waren. Bei Juno, was tragt ihr denn da? Ist Rom so, wie ihr euch vorgestellt habt? Werdet ihr in meiner Villa bleiben? Wir fragen erstmal, wie mit Rom aussieht. In some ways it is. In others it is not. City is big. I have never seen anything like it. And there are so many things to buy, so many different people. I love that. But there is a strange way people talk to me. Not because I'm foreign, I think, but because I am woman. That I don't like. Werdet ihr in meiner Villa bleiben? I would like that, if it is fine with you. This villa is amazing. So many statues and fancy carpets. I love your garden. It's so lush and green. And trickle of fountain calms me down. Ja, dann passt das ja. Bei Juno, was tragt ihr denn da? You don't like the dress? Sehr schönes Kleid, seid unbesorgt. Ich finde nicht, dass es zu euch passt. Seid unbesorgt. I like it too. Calida helped me shop for it. Calida hat einen extrem guten Geschmack. Wobei, das ist einfach nur ein pinkes Kleid, also. Are you going to feed the horses? I am? Is there something I should know? Don't walk behind the grey mare.
Okay, Straßen, Campus Matthäus, Senat. Wir gucken, ups, J. Weingüter ist, denke ich mal, auf dem Markt. Gut, dann machen wir erstmal die beiden Quests. Zack, erstmal Weingüter. Dann gehen wir nämlich auf den Markt. Weil dann können wir einmal mit den Winzern reden und dann in die Taverne gehen, um mit dem Dings zu sprechen. Das ist, denke ich mal, gut. So, was ist das? Achso, das ist ein Wegweiser quasi. Okay, dann fangen wir mal an. Chirurg. Clean linen for bandages, salve legate. Are you looking for medical Woher wisst ihr, dass ich ein Legatus bin? The world may be large, but Rome is smaller than you'd think in some ways. People talk, and you are mildly famous. Ja, gut. Tell me what you need, and I shall provide you with everything. Ihr versorgt Wunden und Verletzungen, warum tut ihr das nicht auf dem Schlachtfeld? Vielleicht Geld dafür, dass ihr Leute hier in Rom heilt, ist das nicht unmoralisch? Was verkauft ihr denn? I have some linen I can spare. You could buy some if you want to make bandages. This bottle could also prove to be interesting for you. It's a concoction that works against the effects of many poisons. Ein Gebräu, das die Symptome von Giften schwächt, ist Vergiftung ein weit verbreitetes Problem in Rom. The machinations of the senatorial class can occasionally turn very bitter indeed. I'm sure I don't have to tell you that. Ja, ich würde gerne etwas davon kaufen. Good. You should make sure to consult a trained healer in mixing this, however. The wrong application could turn ugly. Okay, ich brauche Of Leinstoff. that, I have plenty. How many do you need? Wie viel kannst du mir denn geben? Boah, 15 für 2000? Ne. Linen is not so difficult to find, but if you do find yourself short on it, I will still be here. Warte. Gut, dann haben wir das mit ihm besprochen. Hier kann man auch mit wem sprechen, ist das nicht? Ja, okay, so. Mit dem sprechen wir gleich zum Schluss. Dann erstmal mit Liviana. Ich gucke mich in der Zeit nochmal um. Brother, it's so good to see you again. Oh, How have you been? mir geht es gut. Es ist gut, auch dich wiederzusehen. Mir geht es besser jetzt, wo ich sehe, dass du gesund und wohlauf bist. Wir haben solche Sorgen gemacht, Liviana. Wie behandelt er dich? For some reason, Scaevola is treating me like a queen. I do not know why. Maybe he's afraid I'll be collecting information for you. I'm starting to think his brother Lorco wants me to be on his side. Scaevola is trying to keep his brother away from me. I may be able to use that to our advantage. I'm afraid we don't really have much time. They are tailing me, following all of my moves. Wer verfolgt dich? Lorco and Dir. his men. He Dich. insists it's for my own security, but there's something unsettling about his smile. I don't know what it is. I think Lorco is more dangerous than Scaevola by far. He Wer, runs all of their business and everyone acts like they're working for him. Even my husband's lictors. woher wusstest du, dass ich hier sein würde? Hast du lange warten A müssen? little while. I sent her Serwa to stake out our villa. She ran and fetched me as soon as she saw you leave for the market. Was denkst du, plant Scaevola Thesis? It is hard to guess. He acts as if he's a man without any ambition. We both know that is not correct, though. I think they're working on something. Unfortunately, paranoia reigns in Villa Vitellia. They cover their tracks well and hide everything, even from their own people. Du sammelst Informationen für mich? Das musst du nicht wirklich tun. You're wrong. I do have to do this. It's the only way I can help you work against them and maybe one day avenge our father. Wir könnten dich da rausholen. That's the last thing we should consider. I think I'm supposed to serve as bait. And something like that is exactly what they're waiting for. Besides, I'm much more useful to you as Vitellius Scaevola's wife. Na gut, dann warte, Schwester. Pass auf dich auf und geh keine zu großen Risiken ein. Thank you, but I don't think I have a choice in that. I will send a server to your kitchen door with instructions for where to meet me next week. Alles klar. Gut, dann haben wir mit ihr gesprochen. Dann ist hier noch einer. Sextus. Ist das der Sextus? It isn't you. The bread is getting worse. I've noticed it as well. So you found me again.
but you're a civilian now. Mein liebster mürrischer You are alter just Held. another customer in my smithy. Ich nehme an, ich habe mir umsonst Hoffnung gemacht. Ihr würdet mir als Kunde mehr Respekt entgegen. Ich wusste nicht, dass ihr einen Laden habt. I don't believe I have had occasion to mention it. Might I tempt you with some high-quality kitchenware? Stellt keine Waffen und Rüstung mehr her. Ich lasse so etwas meine Reserve legen, aber ich werde sie anweisen, künftig alle ihre Metallwerkzeuge hier zu kaufen. There is no market for such tools in peacetime. And of course, weapons are not allowed inside the pomerium. Tell you what, I do have something here you might be interested in. Have you ever heard the legend of the Ankyllia? Die Schilde des Mars, natürlich kenne ich die. Ich glaube nicht, klärt mich auf. Well, I'm not much of a storyteller, but they say the shield of Mars fell from the sky during the reign of Numa Pompilius. In his wisdom, the king ordered 11 copies to be forged. They were stored alongside the original in the Temple of Mars. I have come into possession of one of them. Komm, kaufen wir. A fair price, I should say. Very well. The Ankyllia is yours. I cannot guarantee that it once belonged to a god, but you have my word that it is a good shield, and it will serve you well should you ever use it in combat. Ja, wir sehen uns. Wir brauchen jetzt eigentlich nicht so, also nicht noch mehr mit ihm quatschen. Ich wüsste jetzt auch nicht, worüber. Oder was für Informationen er uns noch geben könnte. Fine wine from the beautiful hills. I have the best. Away. What brings you to the land of wine today? If wine is what you seek, you have come to the right place. My wine is much better than those of Marcellus Vipsanius. Gut, was ist so besonders an Marcellus Vipsanius? He prioritizes customer satisfaction at the cost of morality and the law. He lies, cheats, and threatens. In the end, he acquires the best vintages. Versuchen wir einfach mal. Ich habe hier Wein nicht verkaufen. Vielleicht haben wir jetzt ein Geschäft. I would be very interested, but the rules state that I have to call the other merchants for a tasting. We each must have an equal opportunity. Kommt her und macht euch bereit für diese Weinprobe eures Lebens. Exciting. Ja. This is brilliant. Exquisite. The best wine I have tasted this year. You know, your father and my father used to trade, but I do not believe they ever achieved this level of excellence. I do not know, Quintus. It does have a harsh finish. I would call it nutty. Some really good wine, though. I could sell this for years. Dominic, would you consider a 5-year deal? I'm willing to buy a fifth of your stock this year, and another fifth next year, and so on. For each batch, I would offer you 1,000 denarii. 1000? Tastes change, and demands change with them. I'll pay you 3,500 denarii. Sure, it is less than you'd get from Claudius over 5 years, but I want all of this wine now. I agree, it is a good wine. I will buy all of your stock right now, and I'll pay 4,000 denarii, more than Quintus is willing to part with. Half now, and half when I take delivery. Warum sollte ich euer Angebot annehmen, Quintus? I am an honest trader, Legate. My father used to deal with your father before either of us was born. I will sell your wine to the best clients and pay for all of it up front. Okay, Claudius sagt mir, warum ich eine Ratenzahlung akzeptieren sollte. The deal favors us both. I pay less now, and you have greater profits in the long term. Angabe des Großzügiges Hispaniers, aber werdet ihr euch auch dran halten? It's good money. More than what Quintus pays, and you'll get paid as soon as I take delivery. In exchange, your wine will be sold at the best tavern in Rome. It's an offer you cannot refuse. I'm sure you've made the right choice, and that you know what's good for you. Ein regelmäßiges Einkommen, gut. Euer Angebot ergibt Sinn, Claudius, aber bedenkt, dass die Nachfrage bald das Angebot übersteigen wird. Sobald der übrige Vorrat dieses Jahrgangs schrumpft, das wird den Preis in die Höhe treiben. Ich muss außerdem die Lagerkosten für den Wein einplanen. Ich glaube, damit verhandeln wir nochmal. Your business
business acumen is impressive. I agree to your terms and revise the offer. I shall pay you 6,000 denarii over the next 5 years. Preposterous. You can't make a deal with these fools. Mark my words, you will regret this. I give you one last chance to change your mind. Ich glaube, der wird halt versuchen, das alles. Ich mag Anton nicht, Vespanius. Jetzt geht mir aus den Augen, bevor ich meine Geduld verliere. You have missed out on a great business venture. I will make the arrangements at once. You will receive the first installment soon. Ich will nicht so ein Arschloch haben, der unseren Wein verkauft. Das ist, nee. Muss nicht sein. Redemeldung, wenn ihr bereit seid, Kapitel 1 zu beenden. Nee, wir sind noch im Kapitel 1. Okay, krass. Dann, das jetzt als nächstes. Ich glaube, das wäre dann heute auch ein guter Punkt oder Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt noch Kapitel 1 fertig. Und dann machen wir einen Cut. Und machen dann nächste Woche weiter. Wobei, ich muss gucken, wann ich genau Zeit habe nächste Woche. Aber das wird, denke ich mal, ich werde schon irgendwo genug Zeit finden dann dafür. Das ist korrekt und offensichtlich. Überrascht, ich musste von allem wegkommen. Überrascht. Oh Gott. Ich erscheine gern ungekündigt und unerwartet. Warum? Was stimmt mit diesem Ort nicht? Ich sagte, ich würde kommen, also bin ich hier. My apologies for doubting your sincerity. Woman, bring us a fresh jug. My friend is still sober, and that's simply not acceptable. Scheiße, wir saufen. What are we drinking to? Die schönsten Frauen von Rom auf die hübschesten Männer von Rom auf die Gefallenen auf mein Vater. Ey, ich finde das super, dass die da auch nicht nur homosexuelle Vertretung haben. Auf mein Vater, auf die Gefallenen. May they drink the finest nectar in the halls of Hades. That hit the spot. Another one? Mein Becher ist leer und ich finde diese Frage beleidigend. Einen würde ich noch mittrinken. I apologize. I shall never insult you again. Another. Keep it pouring. Scheiße, was haben wir da gemacht? Besäuft es. And then I said, well, what can you say in that situation? Obviously, I asked, is that really a goat? Or a sorry excuse for a tent pole? Was sagt das wirklich witzig? Was ist das? It was. Scheiße. I still can't help but laugh. You know what people say in Africa? Wine makes the soul come out of you. You're all right, my friend. You're all right. Ihr seid viel gereist, nicht wahr? More than I could count. I've walked on so many different kinds of soil, seen so many faces, and broken so many hearts. Danke, ihr seid auch nicht übel. I'm glad you came. Friendships that develop in war don't always stand the test of peacetime. Dieser Wein ist wirklich gut. Marcellus Vipsenius is the best. Oops. Some say he's working on the recipes of the legendary Margot himself. Others say he smuggles his wine from Carthage. Gut, dann haben wir vielleicht den Falkenwein-Deal gemacht. Habt ihr hier darüber nachgedacht, euch irgendwo zur Ruhe zu setzen? Aber naja. An amusing notion. Should I also get a wife and make a few little brats of my own? Ein paar winzige Kopien von euch, die durch die Gegend rennen, klingt doch gut. Nicht unbedingt, weil ich frage mich, ob ihr nicht manchmal genug von allem habt. Nonsense. You're being too serious for your own good. Look at it like an adventure. Sure, life is full of pain and misery, but it's also full of beauty and wonder. You should endure the former and live for the latter. There's so much to experience still. To people like us, settling down is like death. Something you don't long for, nor expect. Another jug, Domini. That will be all, so Actually, I wanted to talk to you, Domina. May we perhaps retreat to a private chamber?
Sieht aus, als würde eure hübsche Visage weiterhin Frauen anziehen. Lasst uns allein sein, wir haben heute Nacht keinen Bedarf auf eure Dienste. Ich wollte sowieso gerade gehen. Das denke ich mal perfekt. But I'm not, and I have no interest in going anywhere with this Serwa. Outwitted woman, what do you want? I think I am with child. You are the father of my child. Future child. Don't you remember me, Aquilinos? What? Ist das Ragkäse? I don't know. I've never seen this woman in my life. You told me you would not remember me. Afterwards. And I respected that in a way, but now I need your help. Marcellus Vipsanius doesn't like his girls giving birth. He's a cruel man. I remember how kind you were to me. My child deserves better. Our child. Even if you don't want to have anything to do with me, I want our child safe and away from this shithole. Will you save me? Das ist eine Gelegenheit, um die sich die Tensoren kümmern müssen. Wir könnten sie kaufen, wenn ihr das wollt. Woher wollen wir denn wissen, dass es euer Kind ist? Ganz ehrlich, ich will den Viptinus komplett zerstören, weil das ein Arschloch ist. Deshalb, wir könnten sie kaufen. Perhaps we should inform the Kensos. Was? Quit bothering the guests, look here. These jugs will not deliver themselves. Help me, please. Quickly, Sarah. The night has taken an unusual turn. I apologize. Glaubt ihr, sie sagt die Wahrheit? Not entirely. Times like these, I wish Calida were here. That woman has a knack for spotting a lie. Ja, dadurch wirklich nicht. I don't. But I do tend to forget some things when I'm drunk. Still, I find it hard to believe I'd forget the mother of my own child. I don't know what to make of any of this. I have to think. Lasst es mich bitte wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. Thank you, my friend. That means a lot. You go. I suddenly have much to think about. Ja, perfekt. Dann haben wir das, die Bildung. Finde, gehen erstmal zum Campus. Sprich, hier aus der Tür raus. So, Gruppenverwaltung. Wir haben noch 6000 Gegengift. Perfekt. 6000 Denari. So, dann gehen wir zum Campus Batius. So. Ja. Okay. Dann müssen wir den Arrow mitnehmen. Das ist ja dann auch kein Problem. Dann machen wir das noch. Nee. I see him. By fire. Talking to his friend. Let's find a way to let him down easy. So. Direkt Alt drücken, um zu sehen, ob hier irgendwas zu looten gibt. Dann gehen wir hier rum. Boah, die Stelle gefällt mir nicht. Ah, cool. Wir können sogar zuerst noch mal ein bisschen erkunden, also die Map hier aufdecken. Ja, okay, das sollte es dann auch gewesen sein mit der Map. Meine Güte. Wobei, vielleicht gibt es hier noch was. Oh, das Wasser. Das schimmert so blau. Das ist richtig schön. Ich finde das Wasser schön. So. Bestia. Oh Bestia, oh Bestia. Okay. And you have brought Daenerys. Calidar is showing me around. This city is big. Bigger than I thought. We have seen many dresses. Some of them actually pink. Es ist schwer zu glauben, aber das leuchtend rosa Kleid hat sie wirklich angetan. Hierher zu kommen war eine gute Idee. Bestia ist schön, mal dem lauten Treiben auf den Straßen zu kommen. Ich bin nicht ganz sicher. Fühlt sich an, als würde mich alle anstarren. Ist schwer zu glauben, aber das leuchtende Kleid hat es wirklich angetan. Bright red. A bright color of warning. A predator's color. Pink looks good on you, Daenerys. Thank you.
What is this place? Die Marsfelder, das ist eine Art heiliger Ort für Krieger. Ich nehme an, jeder hat so eine Art zweite Heimat. Oder ist das Camp Matthias was? Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, lange am gleichen Ort zu bleiben. Schon allein der Gedanke macht mich unruhig. Nehmen wir das erste. A place for your war god? Why do you have so many gods? People are difficult enough. Gods are worse. You speak truth. Perhaps our souls are lonely, and that's why we need many gods. There! Stop right there! You're coming with us! Please, do not make this more difficult than it needs to be. Do you know these Landekai? Das ist mein kleiner Bruder, er ist hier, um mich entsperren zu lassen. Hau los. They told me you were back in the city. I did not believe it. I do not know what kind of god possessed you, for I do not know which of these gods is more foolish. Mars watches over us here. Mind your words. Warum bist du mir hierher gefolgt? You are a criminal. You are a disgrace to our family. Because of what you've done, we all will be infamous. Sind das deine Worte oder spricht Vater durch deine Zunge? Only I can speak for our family now. Ich wollte ihn nicht töten, das war ein Unfall. Kill whom? Accident. It was an accident. When you drop a jug of water and it shatters, that is an accident. When you push your own husband down the stairs and shatter his skull, well, I believe they call that murder. Du erledigst jetzt also Vaters Drecksarbeit? Father is dead. I think he died of grief because his only daughter acts as if she's a man. Oder er starb, weil sein einziger Sohn weicher ist. Your tongue is as sharp as your blade. Indeed, I don't like playing with swords and bows, but at least I don't murder innocent men. Bestia, das ist Aulus, mein kleiner Bruder, er ist hier, um mich einsperren zu lassen. Arrested? For what? She killed a man. I kill men all the time. And they deserve it. Rome does not look kindly on women who kill men, regardless of how much the man deserved it. Deserved? I didn't realize marriage was a capital offense. Er hat mich wie eine Serve behandelt, er hat mir verboten, mit dem Bogen zu schießen und dann hat er ihn zerbrochen, den Bogen, den du mir geschenkt hattest. Ich durfte nicht einmal die Villa ohne ihn verlassen. He was your husband. He's allowed to do whatever the fuck he wants, and you're still not allowed to kill him. Okay. Julia, please. I do not want to see you hurt. Surrender peacefully. That sounds like a threat, little man. Threatening the wrong person can get you killed. What? Are you her gladiator lover or something? What do you mean? Usually, what I say. Hör auf, hier stirbt heute niemand. Du weißt, dass ich unschuldig bin, Bruder. Verschwinde Aulus oder du wirst noch verletzt. Do you think you're in a position to threaten me? What did I say, little man? Oh, Bestia ist echt kein Freund. Don't worry, we won't. We will just teach him a lesson he will not soon forget. Oh boy. Oh boy. So, mal gucken, wer sie hat am meisten Leben. Schaden gegen männliche Ziele, holy shit. Kriegt der jetzt erstmal einen Schlag in die Fresse. Oder einen Tritt. Bestia. Gut, der hat beides diese. Oh Gott. Ja, doch, das machen wir so. So. 6 Fruchtschaden. Ja. So. Irgendwas werfen. Wir werfen irgendwas. In dein Gesicht, Junge. Bam. Der umläuft uns jetzt. Ah, komm. Sind ja nur die 3. Lol, warte mal. Wer ist das? Aber der scheint Gladiator, okay. Der hat damit nichts zu tun anscheinend. So. Der entwaffnet. Wen willst du da entwaffnen? Die sind voll auf Julia fixiert. Dann machen wir das wie folgt. Na gut, da hätten wir jetzt einen Perk gebraucht. Oh Gott.
Taktisch ist er. Er hat noch 10 Leben. 4 bis 6, 7 bis 11. Wir könnten ihn aber durchwanden. Leider nicht. Julia muss da weg, aber die kriegt auf jeden Fall ein... Oh, warte mal. Fuck you. Du kannst dich noch bewegen. Und sie kriegt keinen Gelegenheitsangriff ab. Dann kommst du hier hin. Ja, wir müssen sie heilen. Wir müssen die heilen, sonst ist die gleiche weg vom Fenster. So. Für wie lange wirkt der schonungslos, ist die Frage. Warten wir damit am besten. Perfekt. Ich hätte Julia vielleicht weiter wegstellen sollen, dass der noch einen Gelegenheitsangriff, obwohl die ziehen ja keine auf sich. Ja gut. So. Wir müssen critten. Und verteidigt werden. Je weniger Leben wir, je weniger, ach, wie heißt es? Je weniger Schaden oder Leute stehen, desto einfacher ist das erstmal. So, und verteidigend. Perfekt. Und next. So. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Schonungslos. Betäubt. Können wir den irgendwie stunnen oder so? Nee. Können wir nicht. Alright, dann macht das ja alles gleich viel Schaden, aber wir wirken verteidigend auf uns. Dann passt das nämlich. So, doppelter Schaden gegen Männer und er ist weg. Traurig, dass Leute mit Waffen. You will be fine. More guards may be coming. It is time to leave now. Okay. Bildung von Bestia. Let's go. Hier haben wir nichts mehr zum Looten, richtig? Richtig. Hier haben wir dann nichts mehr zu tun, dann geht's jetzt weiter. Und so, ab zum Senat. Mit Bestia. So. So, beginnt den Unterricht. Synos. Good, you're here. Let us begin. First, tell me what you thought about my question. Ich konnte keine Antwort finden, es war eine schwere Frage. Naturally. We can only speculate about the meaning of life. Die zu enthalten. Let us frame it another way then. What would you hope that the purpose of your life might be? Überleben. Isn't that a bit pointless? Do we live to live? Manchmal schlägt ein der Lannister und man weiß nicht warum. Der Grund bleibt einem verschlossen. Muss all einen Sinn haben? A point. Perhaps not. But a reason is what everything must have. Everything is the consequence of another thing. To understand reasons, we must understand causes. We must know the root cause of all there is and all there will ever be, the stones of which the universe is made, or what we call the first principle. Und das Universum hat ein Fundament. Das Prinzip wie Entfernung und Haltung, Fundament. Not literally. But just as a house is made of stones, everything is made of something. Auch ein Fundament selbst. Indeed, even stones are made of smaller stones, and sometimes of earth. No one really knows what the first principle is, but
thinking about it is the first step in finding one's purpose. Opinions are divided. Some say the first principle is water. Others say it's wind, fire, or earth. What do you think the first principle might be? Wasser fließt, aber in kalten Nächten habe ich gesehen, wie es zu Eis wird. Ich habe gesehen, wie Wind Häuser umreißt. Wenn Berge zerbrechen, dringt Feuer aus der Erde hervor. Das erscheint mir als richtig. Alles davon könnte die Antwort sein. And that is what Empedocles says. He believes any or all of those can be the answer. It depends on the situation or person. Ja. But I believe that to be a non-answer. Können nicht alle Ideen richtig sein? Das klingt, als hätte er keine eigene Idee gehabt. Right is defined by the existence of wrong. Right is the absence of wrong. If everything is right, then nothing is right, for nothing is wrong. Es kommt alles aus der Erde. Or maybe nothing comes out of anything. Parmenides said, nothing can ever be seen in the process of becoming. Things always just are. A process of change is just a trick of our senses. At any given moment, things are stationary. Sinne kann man üben, um verlässlich zu sein. Wenn ich in der Arena kämpfe, bin ich dann nicht mehr immer im Prozess des Gewinns begriffen. Sinne kann man üben. If your senses are not reliable, how could you ever know? Wasser fließt, aber in kalten Nächten, Do genau. not think of it as water itself. Anaximandros says the first principle is fluid and water-like. It is the indeterminate boundless. He calls it the realm of the infinite, which is in eternal motion. When things exist, they become finite. But when they cease to exist, they go back to the water of infinity. Wir können nicht auf anderes vertrauen, das nicht existiert. That which you haven't seen yet may still exist. After all, we have already seen lands you hadn't seen before. Were they not real until we visited? Ah, it is not about strength. Anaximenes believes the wind is the soul of the world, because it is the wind that makes us breathe and live. He also posits that all other elements are derived from air. Fire happens when wind blows too fast, yet water happens when the air is too slow. Er meint damit den Atem, der uns allen Leben einhaucht. Maybe. I don't think a rock has breath, though. It's more about the inherent movement of fire than the destructive force thereof. Heraclitus says fire is change, and as such, the only thing that is always the same. Everything changes. Nothing ever is. We are all in the process of becoming and never stop. Change is the only common element in the world. Wenn Feuer Verwandlung ist, heißt das nicht, dass alles aus Feuer gemacht ist? It doesn't, but it means fire is in everything. Was glaubt ihr ist die Antwort? Who knows? Thinking about the first principle is a way of thinking about the world. And only by knowing the world clearly can you know yourself. Und indem ich mich selbst erkenne, werde ich ein besserer Krieger, und indem ich mich selbst erkenne, kann ich anderen verstehen? Most certainly, but that hardly matters until you know what you're fighting for. Only then you can trust your actions. Only then can you be a good man. Only then can you be free. Aber ich bin jetzt auch ein freier Bürger, ich fühle mich nicht frei. Perhaps because your mind is not free. A man who is not allowed to do what he wants. Can such a man be truly free? Ich will meine Schwester finden, aber gerade kann ich nicht einmal nach ihr suchen. Ich will glücklich sein, niemand kann über Berge springen, so sehr man es vielleicht will. Nee, Schwester. Anywhere, but you do not know where to begin. Sometimes an abundance of freedom can be as restricting as the lack thereof. Oh ja. You may pursue your own happiness, but when it comes at the cost of someone else's, can you be called a good man?
In einer Welt, in der alle eigensüchtig sind, was kann ein guter Mensch da noch tun? Jeder hat eine andere Geschichte und jeder hat eine andere Vorstellung von Glück. Muss ich ein guter Mann sein? Ich finde das Erste, mich interessiert einfach die Antwort darauf. A good man can sacrifice his own happiness for that of others. You can do that even if you're usually a bringer of pain. Happiness is the absence of misery. If you do not know how to make people happy, then you can try to eliminate misery. By doing that, you can be a good man. Kann jemand, der selbst unglücklich ist, einen anderen Glück bringen? You can try. And the Bestia Tabat I know excels at overcoming difficult obstacles. True. It is your goal in life, Bestia. Just like your sister, you are partly stuck in the realm of ideas. You will not be complete until you find her or find her not. Ich war wütend auf sie aus Gründen, die mir jetzt mehr als kleinlich erscheinen. You're a child, Bestia. No one will hold you to account for what you thought back then. Ich weiß, ich verbesse sie immer noch. Ein tugendhafter Mann sollte immer für seine Gedanken einstehen können. Nehmen wir das zweite. It is only natural. Who knows who Sir your sister is now? Ihre Augen hatten die Farben des Himmels und sie sangen sehr gerne. Ich vermisse sie so sehr. Sie hat eine ungewöhnliche Mutterwahl auf dem Mann. Glaubt wir können sie finden? Do you want me to be honest? Ein tugendhafter Mann spricht die Wahrheit. What matters is not if you will find her, but what you will do if you find her. Ihr habt mir eine Menge zum drüber nachdenken gegeben. Danke, Magister. You're welcome, Discipule. I can only ask the right questions. It is you who should find the answers. Oh, ich liebe Senores noch mehr, ohne Spaß. So, jetzt wären wir quasi mit Kapitel 1 fast durch, wenn wir jetzt hier durch diese Tür gehen. Ach, bin ich gespannt. Dann wieder zur Villa. Vielleicht kommt jetzt noch eine Sidequest wegen unserer Schwester. Maybe. Oder das geht erst im zweiten Kapitel. Who knows, who knows. Wer kann das schon wissen, ne? Wer kann das schon wissen? So. Oh Gott. Küchenfenster, wo ist denn die scheiß Küche? Vielleicht können wir jetzt mehr mit Daenerys oder nochmal mit Daenerys sprechen. How is it? So, habt noch einen schönen Tag. Gut, können wir nicht. Wo ist denn die Küche? Fucking hell. Das ist zu groß, das Gebäude. Ist hier die Küche? Hier ist jemand zum Sprechen. Syneros. Und ein Messer. Ich will das Messer nehmen. Und ich habe die Küche gefunden. Lol. Gut. Okay. Wie läuft es mit Bestia? Ist er ein guter Schüler? It's certainly a different experience compared to teaching you and your sister. To a casual observer, Tabat could seem slow, intractable, or, dare I say, stupid. Das war mein Eindruck von ihm. Ich glaube nicht, dass er dumm ist. Er hat nur eine sehr oberflächliche Weltsicht, ja. Not even that. There is depth to his perception of the world and his own place in it. He just doesn't know how to communicate it. Nor does he see the value in trying. Yet he is hungry for knowledge. And once the food is supplied, he digests mercilessly and thoroughly. I have found Bestia Tabat to be infinitely malleable. Wie stehen wir finanziell? To have him on our side. We're doing very well, actually. Given enough time and persistence, we can rely on the wine business solely. In fact, we owe our success in the political arena partly to our excellent vineyards. Ja, perfekt. Wale. Messer. Safety first und so. Ich will das noch nicht ausrüsten. Lieber Safety first. So, mit ihm haben wir geredet. Da hat uns jetzt keiner angesprochen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es noch nicht Zeit ist für den Botschafter. Dann reden wir mit unserer Mutter. Hier ist ein Besen. Wir können einen Besen mitnehmen. Oh Mann. Excuse me.
Is everything well, dear? Alles gut, Mette, ich werde nachher wieder weiter mit dir reden. Unser Status hat sich dank meinem Erfolg in Griechenland deutlich verbessert. Es ist an der Zeit, unsere Villa wieder aufzubauen und unsere Geschäfte auszuweiten. They told me Lucullus is your patronus now. That means our family reputation will be restored. That and more. Lucullus. Salve, Claudiana. I wanted to arrive sooner, but we had work to do at the Senate. The villa is legally yours. The Trinity of Rights has been restored as yours and yours alone, Legate. Endlich, und sie können nichts tun, um sie zurückzugewinnen. Und meine Schwester Liviana, wir sollten die ja machen lassen, ne? Deshalb würde ich der da jetzt auch nicht in die Karten spielen. Where there's a will, there's a way. You will keep your sister and use her as leverage. I'd turn that into an advantage. I don't know how we can ever repay you, Lucius. There's no need to repay anything. You of all people should know that, Claudiana. Ich werde dennoch... Not a transaction. Mein Gott. Ich werde dennoch einen Weg finden, mich erkenntlich zu zeigen. Nun, ich denke, ich habe mich dafür schon einen Dienst erkenntlich gezeigt. Nee, das erste. I'll keep that in mind. Is that it? But what if Don't they... worry, Claudiana. No one can harm your family as long as I am alive. Ja, super. Everything will be fine. Ich sehe schon, dass er sterben wird. Einfach, weil er das gesagt hat. Das sagen alle Leute, die sterben. Ich will nicht, dass er stirbt. Afrika. Nice. 5 ruhige Jahre vergehen. Schön. Afrika. Dann sind wir jetzt gleich in Afrika. Also was heißt gleich? Ihr habt Bezahlung für die Ereignisse eurer Weingüter erhalten. Neues. 6.000. 12.000. Nice. Okay. Ich hatte gesagt, wir schließen heute Kapitel 1 ab. Da bleiben wir auch bei. Und wir werden dann, denke ich mal, morgen oder übermorgen Laufe nächster Woche weitermachen. Weil ich habe nächste Woche ein paar Sachen noch erledigen. Sprich, jetzt ist die Frage 3. Am 31. geht es dann, denke ich mal, weiter. So, wir speichern. Bestätigen. Ja, wir haben heute nicht viel gemacht. Wirklich nicht viel. Aber ich liebe es einfach zu sehr, cleane Cuts zu machen. Deshalb machen wir jetzt Feierabend. Ich werde einmal noch Musik. So. Muss jetzt auch nochmal. So, jetzt habe ich nämlich auch den Game Sound nicht mehr bei mir auf den Ohren. Und haben wir gespeichert? Habe ich gerade gespeichert? 13:16 Uhr. Ja, habe ich gerade. Gut. Dann können wir beenden. Ja, heute ein relativ kurzer Stream. Aber wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Mega nice. Ich freue mich schon auf Afrika. Und ja, ich würde dann sagen, machen wir jetzt Feierabend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Erholt euch noch gut. Genießt nur das Wochenende, bevor es morgen wieder in die neue Woche startet. Und bis dahin, bleibt gesund. Und wir sehen uns. Sayonara.